Dein Sohn will dich sprechen. Ist Ansgar oder Leonhard? Weder noch. Konstantin. Wenn ihm etwas zugestoßen ist, ich könnte das nicht ertragen. Wir haben uns gestritten, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Wenn er jetzt nicht mehr wiederkommt... Vorsicht an die Knarre! Scheiße. Das wollte ich nicht. Vorsicht. Keine Panik. Scheiße. Es ist nur eine Fleischwunde. Die Gefäße sind nicht verletzt. Sieht schlimmer aus, als es ist. Wir müssen die Wunde abbinden. Ist echt halb so wild. Ist nur ein Streifschuss. Wo hast du überhaupt die Knarre her? Ich weiß nicht, ich habe sie gefunden. Die lag hier rum. Du freust dich gar nicht. Entschuldige ich. Ich habe für einen Moment gedacht, deine Mutter steht vor mir. Ja, gibt es denn einen besonderen Grund für deinen Besuch? Was ist denn? Du hast es vergessen. Was habe ich vergessen? Mamas 10. Todestag. Deshalb bin ich hier. Dieses Warten macht mich fertig. Irgendwas muss man noch tun können. Und was? Ich fahre jetzt in die Wohngemeinschaft. Und dann? Vielleicht haben Graf Lahnstein und Herr Brandner irgendeinen Hinweis auf Felix und die anderen übersehen. Sie sind schließlich von der Polizei überrascht worden. Gut, wie Sie meinen. Ich gehe noch mal kurz hoch. Ich bin gleich wieder da. Okay. Hagen, was gibt's? Ich fahre gleich mit Sylvia Jones in die Wohngemeinschaft. Sie will dort nach Hinweisen auf den Aufenthaltsort ihres Sohnes suchen. Wie geht's ihr denn? Ich hoffe, das arme Mütterchen ist am Ende ihrer Kräfte. Sie geht ziemlich auf dem Zahnfleisch. Ich würde sagen, sie ist reif. Sehr schön. Ich denke, das ist ganz genau der richtige Zeitpunkt, um das Spiel zu beenden. Geht klar. Bis dann. Es tut mir irrsinnig leid, Konstantin. Ich hab Mamas Todestag noch nie vergessen. Das musst du mir wirklich glauben. Weißt du, Nico und ihre Freunde sind seit ein paar Tagen spurlos verschwunden und wir haben nicht den geringsten Hinweis, wo sie sein könnten. Das konnte ich doch nicht wissen. Ja, natürlich nicht. Woher denn auch? Sag mal, wo kommst du denn überhaupt her? Herr Graf? Ja. Telefon für Sie, Herr Brandner. Ja, stellen Sie es bitte in die Bibliothek. Sehr wohl. Ja, ich muss den Anruf unbedingt annehmen. Es geht um Nico. Bis später.
Hoffentlich infiziert sich die Wunde nicht. Das kann in diesem Drecksloch aber ganz schnell passieren. Die beiden bräuchten dringend einen Arzt. Glaubt ihr wirklich, Vanessa hat die Knarre hier drin gefunden? Meinst du, sie hat das Teil mit reingebracht, oder was? Vanessa traue ich alles zu. Randi, du spinnst. Das ist alles meine Schuld. Es war ein Unfall. Niemand gibt dir die Schuld. Erst wird Jana krank und jetzt erwischt es auch noch Vanessa. Alles nur, weil ich euch hierher geschleppt habe. Ihr werdet ja alle sterben. Hey, sowas darfst du gar nicht erst denken. Was glaubst du denn, dass sie uns hier noch rausholen? Warte mal. Hey, was hast du vor? Geht mal ein paar Schritte zurück, ja? Ich will was versuchen. Was soll das sein? Versuch, was immerhin wert. Wir kommen hier raus, ganz sicher. Das war Mamas Lieblingslied. Konstantin? Wie lange ist es her, dass wir uns nicht gesehen haben? Fast 10 Jahre. Also, auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt klinge wie eine alte Erbtante, aber du bist richtig groß geworden. Du klingst wie eine Erbtante. Schon gut. Was machst du hier? Mama. Verstehe. Wenigstens hast du ihren Todestag nicht vergessen. Sie hat mir das Lied immer zum Einschlafen vorgesungen. Nicht nur dir. Heute ist es 10 Jahre her seit dem Unfall. Und in Gedanken ist sie immer noch bei mir. Ich habe das Personal angewiesen, das Altpapier der letzten Tage hereinbringen zu lassen. Ja, vielen Dank. Wenn wir nur wüssten, nach was wir suchen. Wir suchen irgendwas, was wir nicht bedacht haben, was uns einen Hinweis gibt, wo die Kinder sein könnten. Aha. Haben Sie denn in der Wohngemeinschaft nichts gefunden? Nein, gar nichts. Lassen Sie uns anfangen. Frau Jones, ich glaube, ich habe da was. Das sieht aus wie eine Liedbeschreibung. Ja. Das muss es sein. Als sie starb, war ich erst 6 Jahre alt. Aber ich kann mich noch an alles genau erinnern. Sie war wunderbar. Und sie liebte Blumen. Im Sommer hat das ganze Haus nach den Blumen gerochen, die sie draußen gepflückt hatte. Rosen, Lavendel, Lilien. Lilien. Ja, das waren ihre Lieblingsblumen. Und was mochtest du am meisten an ihr? Ihren Humor. Irgendwie beneide ich dich. Du hast noch viel mehr Erinnerungen an sie als ich. Ich
hätte drauf gehen können, ist dir das klar? Oder ist dir das egal? Hör auf, Nico kann nichts dafür. Du hast die Knarre doch hier angeschleppt. Und dass sie geladen war, wusstest du auch. Ja klar, jetzt bin ich wieder schuld. Wer ist denn hier verletzt worden, Nico oder ich? Ist doch egal, du hast mit dem Teil hier rumgefuchtelt. Hättest du das nicht gemacht, wäre überhaupt nichts passiert. Sie glauben wirklich, dass Sie hier drin sind? Das werden wir gleich sehen. Kalt mich mal. Ist gut jetzt. Wir haben im Moment echt andere Probleme, oder? Seid mal still. Ich glaube, ich habe was gehört. Felix! Bist du da drin? Felix! Hallo? Ich bin hier drin! Hilfe! Psst. Felix! Hörst du mich? Ja, wir sind hier drin! Holt uns raus! Ja! Vorsicht! Und wir dachten, wir kommen da nie wieder raus. Du dachtest das. Ich bin so froh, dass euch nichts passiert ist. Die Blumen sind von mir. Habe ich heute erst hingelegt. Nach Mamas Tod war ich oft hier, um an sie zu denken. Ich habe damals mein Lieblingsspielzeug darunter vergraben. Einen kleinen Roboter. Wenn man bei ihm auf einen Knopf gedrückt hat, hat er immer gesagt, bring mich zu eurem Meister. Ich dachte, vielleicht kann Mama ihn ja damit hinnehmen, wo sie jetzt ist. Ja. Sag mal, hast du eigentlich schon was gegessen? Wenn du willst, kann ich uns schnell was machen. Gerne. Na dann. So, jetzt kommt erst mal rein. Die ist immer noch nicht. Kinder, was macht ihr für Sachen? Du hast Fieber. Wir müssen einen Arzt holen. Das ist alles nur eine Erkältung. Ach ja. So, ist gut so. Ja. Ja, wo ihr wart, das habt ihr erzählt. Aber wie seid ihr zu dem Hund gekommen? Ist eine lange Geschichte. Wollt ihr was trinken? Und was zu essen wäre super nett. Kommt sofort. Wir sind fast verrückt geworden vor Sorge um euch. Im Bunker habe ich immer versucht, mir das nicht anmerken zu lassen vor den anderen. Irgendjemand muss dir die Ruhe bewahren. Du hast deine Sache bestimmt gut gemacht. Ja, ich habe mir alle Mühe gegeben. Aber weißt du, was mich immer noch total aufregt? Was? Da hat uns jemand gefunden, aber hat uns nicht geholfen. Die haben irgendwas vor den Lüftungsschacht geschoben oder so. Was? Das ist doch krank. Wer macht denn so etwas? Da muss die Polizei sich kümmern. Wenn ich daran denke, dass wir uns fast nicht wiedergesehen hätten. Dieser blöde Streit. Na, vergiss doch den Streit mit mir, der Geschäftsführung. Hauptsache, alles ist gut ausgegangen. Apropos, ich würde dir gern Hagen Berg vorstellen. Mein Nachfolger als Geschäftsführer bei Eumedia. Euren Retter. Weil er geschäftlich auch so diskret ist, hast du den richtigen ausgesucht. Weiß eigentlich Tante Carlotta, dass du hier bist? Ja, ich habe im Internat Bescheid gesagt, dass ich übers Wochenende nach Hause fahre. Also weiß sie von nichts. Ja, ich wollte nicht, dass sie sich Sorgen macht. Und wenn sie denkt, ich sei im Internat, dann
Aber ich habe sie nicht belogen. Naja, nur was verheimlicht, verstehe. Das ist schon ein Unterschied. Holst du mir mal den Majoran hinten auf der Fensterbank. Sag mal, willst du sonst noch was dazu? Eine Gurke oder irgendwas? Nee, ist okay so. So, eins fehlt trotzdem noch. Zwiebeln. Bratkartoffeln ohne Zwiebeln sind wie... Fußball ohne Ball? Ja, oder eine Küche ohne Kühlschrank. Leonard. Nico und Vanessa sind wieder da. Wir hatten solche Angst. Wir auch. Aber was ist eigentlich mit deinem Bein? Ich habe mich verletzt. Hey, schön, dass du wieder da bist. Leo, schau dir bitte mal Vanessas Bein an. Pass auf, ich bring dich am besten erstmal rauf auf dein Zimmer und leg dir oben einen richtigen Verband an, ja? Mhm. Vorsichtig. Au. Geht's? Sag mal, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, in diesen Bunker zu gehen? Das erzähle ich dir alles später in Ruhe, okay? In Ordnung. Ach du, ich muss dir noch jemanden vorstellen. Wir haben nämlich Besuch. Ach, das hat Zeit. Jetzt kümmern wir uns erstmal um dich. Bringen Sie mir doch bitte sämtliche liegen gebliebenen Vorgänge der letzten Tage, ja? Mach ich. Danke. Ach, Herr Berg, Sie waren ja vorhin so schnell verschwunden. Ich wollte Ihnen doch noch meinen Sohn vorstellen. Ich wollte das Wiedersehen in der Familie nicht stören. Sehr rücksichtsvoll. Und wie ist Ihr Eindruck? Hat Ihr Sohn die Ereignisse gut verkraftet? Sehr gut. Ja, ich denke schon. Er ist zwar noch total erschöpft, aber 1, 2 Tage Ruhe und er ist wieder ganz der Alte. Das freut mich. Herr Berg, ich muss mich wirklich bei Ihnen bedanken. Für die Unterstützung im Vorfeld und wenn Sie die Wegbeschreibung nicht gefunden hätten. Ich bitte Sie. Nein, 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 keine falsche Bescheidenheit. Ohne Sie hätte alles ganz anders kommen können. Danke. Vanessa, wie geht es dir? Alles in Ordnung? Schon klar. Leonard meint, es ist nichts Schlimmes. Eine Fleischwunde, ich bin irgendwo hängen geblieben. Eine Fleischwunde ist gut, das sieht aus wie ein Streifschuss. Wie bitte? Ja, eindeutig. Das möchte ich jetzt aber genauer wissen. Ja, das war ein total blöder Zufall. Wir wussten ja nicht, dass Ja, und weiter? Vanessa und ich, wir haben diese Pistole im Bunker gefunden. Und da habt ihr euch die Zeit mit Schießübungen vertrieben, oder was? Nein, natürlich nicht. Aber als wir gedacht haben, dass uns da niemand mehr rausholt, da haben wir auf die Tür geschossen. Und dann hat ein Querschläger Vanessa getroffen, oder wie soll ich das verstehen? Ja. Also ihr könnt von Glück sagen, dass die Kugel keine Arterie getroffen hat. Vanessa wäre nämlich sonst verblutet. Ja, ich weiß. Aber wenn du wüsstest, wie verzweifelt wir waren, wir haben einfach alles ausprobiert. Ja, und was habt ihr da mit der Pistole gemacht? Die haben wir in irgendeinen Schacht geworfen, als sie leer war. Die findet keiner mehr. Ja, aber so ein Fund muss doch der Polizei gemeldet werden. Also ich denke, Nico hat recht. Die Waffe findet keiner mehr und Vanessas Wunde ist in ein paar Wochen verheilt. So, also jetzt noch mal. Was wolltet ihr überhaupt in diesem Bunker? Einen Horrorfilm drehen. Konnte ja keiner ahnen, dass dann richtiger Horror draus wurde. War einfach eine saublöde Idee. Ja, das könnt ihr laut sagen. Wo bist du? Bei Silvia in der Wohnung. Sie ist kurz nach unten, um Champagner aus dem Büro zu holen. Sie will mit mir meine Heldentat begießen. Allerdings würde ich viel lieber mit dir auf meinen Erfolg anstoßen. Noch gibt's für uns gar nichts zu feiern. Das war nur ein erster Etappensieg. Nicht mehr und nicht weniger. Du musst dranbleiben. Schon klar, keine Panik. Sie ist total handsam und unendlich dankbar. Heute ist sie fällig. Was so eine kleine inszenierte Rettung doch alles bewirken kann. Ja, mach ich. Ja, und grüß Vater von mir. Dann noch viel Spaß. Ja, ich dich auch.
Meine Mutter. Wir haben schon länger nicht mehr miteinander telefoniert, dann macht sie sich immer Sorgen. Wie eben Mütter so sind. Wem sagen Sie das? Könnten Sie sich darum kümmern? Gleich. Vorher möchte ich mich allerdings um etwas anderes kümmern. Möchten Sie vielleicht noch etwas Suppe dazu? Oder was Süßes? Nein, danke, mir ist der Appetit vergangen. Sorry, aber heute ist echt die Hölle los. Kein Problem, ich komme schon klar. Nur, dass du keinen falschen Eindruck bekommst. Sowas wie heute ist wirklich die Ausnahme. Schmeckt's? Echt lecker. Wo ist eigentlich Vater? Der ist noch bei Nico. War ja klar. Nein, warte. So einfach. Wieso nicht? Weil es geht einfach nicht. Sylvia, ich muss dir was sagen. Du bist eine wundervolle Frau und viel zu schade für eine Affäre. Ich habe mich in dich verliebt. Und so geht es weiter. Also besonders gut scheint er auf uns nicht zu sprechen zu sein. Ist ja auch kein Wunder. Er wird sich wohl kaum dafür bedanken, dass wir uns die ganze Zeit nicht bei ihm gemeldet haben. Dein Film? Ist Vergangenheit. Habe ich irgendwas verpasst? Ich finde es mies, einen Film zu machen auf Kosten anderer. To